Und wir kommen nach Deutschland. Es gab heute noch andere Nachrichten. Es gibt kaum etwas, was die Gesellschaft so stark unterteilt wie die Unterscheidung von Frau und Mann. Und ein Großteil fühlt sich auch dem Geschlecht zugehörig, mit dem sie oder er auf die Welt kam. Aber es gibt eben auch Menschen, die das Gefühl haben, im falschen Körper zu stecken. Und wenn sie ihren Geschlechtseintrag ändern wollen, werden sie vom Staat bisher noch so behandelt, als seien sie krank. Sie müssen sich einem Gerichtsverfahren oder psychiatrischen Gutachten stellen mit zum Teil entwürdigenden Fragen. Das soll sich nun ändern mit dem heute im Kabinett beschlossenen sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, über das Nadine Bader und Fabian Siegel berichten. Marie-Luisa Quolke fühlt sich schon immer als Frau. Doch erst 2021 hat sich die 63-Jährige aus der Nähe von Pforzheim vor Familie und Freunden geoutet. Die Krankenschwester hat eine geschlechtsangleichende Operation gehabt und ihre Identität im Pass ändern lassen. Dafür brauchte sie 2 psychiatrische Gutachten. Sie musste sich intimsten Fragen stellen und dennoch, ihr habe dieses Verfahren geholfen, ganz sicher zu sein, dass sie das alles wirklich will. Ich denke einfach, es soll wohl überlegt sein, diesen Schritt zu gehen. Ja? Und da kann man nicht einfach sagen, morgen bin ich Frau, übermorgen bin ich divers und nächstes Mal bin ich dann wieder Mann. Nee. Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans hatte lange einen weiblichen Vornamen im Ausweis. Hümpfner hat ihn ändern lassen und findet den bisherigen Weg dorthin mit den Gutachten wie viele Betroffene entwürdigend. Da geht es beispielsweise um die Wahl der Unterwäsche, um sexuelle Vorlieben oder Masturbationsverhalten. Und wir sagen ganz deutlich als Verband, das sind Fragen, die in einem so bürokratischen Verfahren wie der Wahl des Geschlechtsantrags nichts zu suchen haben. Die Bundesregierung will die 42 Jahre alte Regelung nun abschaffen. Jeder soll seinen Namen und sein Geschlecht auf dem Standesamt ändern lassen können. Bei Kindern bis 14 Jahre müssen allerdings die Sorgeberechtigten die Änderung vornehmen lassen. Kinder über 14 Jahre brauchen die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Erwachsene können ihren Geschlechtseintrag so oft ändern, wie sie wollen, allerdings im Abstand von mindestens einem Jahr. Wer ich bin, das weiß nur ich selbst. Und das gilt auch für die geschlechtliche Identität. Und darüber selbstbestimmt entscheiden zu können, das ist ein Menschenrecht. Selbstbestimmt entscheiden, soweit geht die Opposition noch mit. Wir wünschen uns aber, dass es eine Beratung gibt, eine fachliche Beratung derer, die ihren Geschlechtseintrag ändern wollen, einfach um sich auseinanderzusetzen, noch einmal auch mit den rechtlichen Folgen und auch im Hinblick auf die Ernsthaftigkeit. Auch Marie-Luisa Quolke möchte, dass sich Betroffene in Zukunft ernsthaft mit den Folgen einer Geschlechtsänderung auseinandersetzen müssen, auch mit negativen. Ihr wurde zum Beispiel vor wenigen Wochen der Zutritt zur Damentoilette eines Restaurants verweigert, mit Verweis auf das Hausrecht. Seit sie den Vorfall im Internet öffentlich gemacht hat, Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Schlägt ihr viel Transfeindlichkeit entgegen. Umso enttäuschter ist sie jetzt, dass auch im neuen Gesetzentwurf das Hausrecht das Selbstbestimmungsrecht schlägt. Ich möchte auch das Selbstbestimmungsrecht, aber nicht so in dieser Fassung, wie wir es jetzt haben. Dass sie damit auch in der eigenen Community aneckt, ist ihr bewusst. Die öffentliche Debatte darüber, wie leicht eine Identitätsänderung sein darf, will sie trotzdem weiterführen. Und in Köln begrüße ich jetzt den Queer-Beauftragten des Bundes, Sven Lehmann, der natürlich immer wieder eingebunden war bei der Entstehung des neuen Gesetzes. Guten Abend, Herr Lehmann. Guten Abend, Frau Mioska. Wir haben gerade die Transfrau im Film gehört, die übrigens auch sagt, dass sie in der Kneipe nicht auf die Damentoilette gehen durfte und stattdessen auf die Behindertentoilette geschickt wurde, da im Gesetz drin steht, dass im Zweifel eben das Hausrecht gilt in der Kneipe oder wo auch immer. Das klingt eher nach einem Rück- als nach einem Fortschritt. Also erstmal ist dieser Gesetzentwurf, den heute die Bundesregierung beschlossen hat, ist ein großer Fortschritt, weil eben diese psychiatrischen Zwangsgutachten abgeschafft werden zugunsten von Selbstbestimmung. Was wir gerade eben in dem Beitrag gesehen haben, passiert leider manchmal in Deutschland, nämlich dass transgeschlechtliche Menschen diskriminiert werden. Ja, es gilt das Hausrecht, aber das Hausrecht darf nicht willkürlich ausgeübt werden, sondern immer nur in Verbindung mit dem Diskriminierungsschutz. Das heißt, transgeschlechtliche Frauen sind Frauen und so ist es auch nochmal im Gesetz festgehalten, dass Hausrecht nicht willkürlich ausgeübt werden darf.
Aber warum steht es überhaupt drin? Was befürchtet denn der Gesetzgeber, was eine Transfrau in einer Damentoilette oder Sauna anstellen könnte, dass man das so explizit reinschreiben muss ins Gesetz? Ist das nicht ein Generalverdacht? So wird es teilweise von den Betroffenen gelesen und deswegen ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass im Gesetz halt eben auch steht, dass halt eben das Hausrecht nicht willkürlich ausgeübt werden darf. Wir hatten intensive Debatten innerhalb der Bundesregierung und da waren auch Kompromisse notwendig und es war vor allem dem Bundesjustizminister wichtig, dort auch sozusagen nochmal deutlich zu machen, dass man sich eben nicht einklagen darf, beispielsweise in ein Fitnessstudio oder ähnliches. Aber ganz, ganz wichtig ist, Hausrecht darf nicht willkürlich ausgeübt werden und ob man das auch noch besser im Gesetz formulieren kann und klarer. Das wird jetzt die Debatte im Bundestag zeigen. Da bin ich gespannt und ich persönlich kann mir da auch noch Veränderungen vorstellen. Es gibt natürlich auch Kritik von der anderen Seite. Viele beklagen, dass die Möglichkeit, schon ab einem Alter von 14 Jahren den Geschlechtseintrag ändern zu können, zu früh sei für eine Entscheidung einer solchen Tragweite. Da seien Jugendliche in der Pubertät und noch nicht reif. Das ist ja jetzt schon so. Also schon jetzt gibt es die Möglichkeit, auch für Jugendliche beispielsweise ihren Geschlechtseintrag zu korrigieren und dann eben auch den korrekten Geschlechtseintrag und Vornamen zu bekommen. Aber das ist jetzt verbunden mit entwürdigenden psychiatrischen Zwangsgutachten. Und dann muss ein Gericht darüber entscheiden, ob die Menschen die Person sein dürfen, die sie sind. Und künftig wird das anders möglich sein, eben ohne Begutachtungspflicht. Und die Sorgeberechtigten müssen zustimmen. Und wenn sie das nicht tun, kann ein Familiengericht entscheiden. Aber ich erlebe überall, wo ich auch mit transgeschlechtlichen jungen Menschen spreche, dass sie sehr genau wissen, wer sie sind. Und was auch ganz wichtig ist, das Gesetz regelt ja eben nur den Eintrag im Personenstand, also in den Ausweisdokumenten. Die Frage von körperlichen Angleichungen, wie zum Beispiel Hormonen, das wird in diesem Gesetz explizit nicht geregelt. Das entscheiden Ärztinnen und Ärzte zusammen mit den Menschen, die es betrifft. Aber viele sagen, die jungen Leute können das eben noch nicht beurteilen. Alice Schwarzer spricht sogar von einer Mode, das Geschlecht zu wechseln, also sozusagen von einem Trend, wonach sich alle die nach ihrer Identität suchen, mal eben trans nennen dürfen. Wie ernst nehmen Sie denn die Sorgen? Ja, das sehen zum Glück alle frauenpolitischen Organisationen anders, beispielsweise der Deutsche Frauenrat, die Frauenhauskoordinierung, der Deutsche Juristinnenbund, übrigens auch die kirchlichen Verbände, die sehr deutlich gemacht haben, dass es hier um die Würde des Menschen geht. Und die Würde des Menschen bedeutet eben auch, dass der Staat die Menschen so respektiert, wie sie sind und eben nicht in Schubladen presst. Und deswegen freue ich mich da sehr, dass es gerade eben aus der Fachverbändelandschaft und auch aus den Frauenorganisationen eine so große Zustimmung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung gibt. Der allerdings sehr wild diskutiert wird. Dieses Gesetz betrifft ja interessanterweise nur eine Minderheit, wird aber in der Öffentlichkeit sehr aufgeregt teils diskutiert. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt nennt es beispielsweise ein Ideologiegesetz der Arroganzampel. Gleichzeitig wurde das Haus des Justizministers beschmiert mit dem Vorwurf, er sei transfeindlich. Warum ist dieses Thema so aufgeladen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich auch nicht beantworten kann, weil es betrifft in der Tat eine wirklich kleine Gruppe in der Gesellschaft. Gehen wir von 3.000 bis 4.000 Verfahren überhaupt im Jahr aus in Deutschland. Also wirklich eine Minderheit. Und die Mehrheit der Gesellschaft betrifft dieses Gesetz ja gar nicht. Und ich kann mir das nur so erklären, dass es auch wirklich international, auch in Ländern, die schon länger Selbstbestimmungsgesetze haben, auch immer wieder auch transfeindliche Kampagnen gab, weil den Menschen nicht zugestanden wird, selber zu entscheiden über Körper, über Geschlecht und über ihr Leben. Und das ist aber auch der Kern von Demokratie und von Grund- und Menschenrechten. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass diese Bundesregierung jetzt nach über 40 Jahren als erste Bundesregierung überhaupt den Willen zeigt, dieses transsexuellen Gesetz, was wirklich veraltet ist, auch abzuschaffen. So beurteilt es der Queerbeauftragte des Bundes, Finn Lehmann. Herr Lehmann, danke für Ihre Zeit. Vielen Dank Ihnen. Und noch einen Gesetzentwurf